Was haben Spionagesatelliten mit der Waldforschung zu tun? Ja, Wälder bzw. Bäume sind sehr alte Lebewesen, werden sehr alt. Das heißt, um sie zu verstehen, um ihr Aufwachsen und Sterben zu verstehen, brauchen wir auch sehr alte Daten. Wir nutzen daher Satellitenarchive, die zurückgehen bis in die 60er Jahre und die sind stark getrieben durch die Entwicklung von Spionageprogrammen, gerade aus dem Kalten Krieg. Die Satelliten sehen in erster Linie das, was auch wir Menschen sehen. Also sie sehen, ob Blätter grün oder rot sind. Das ist stark getrieben durch Chlorophyll. Also Blätter, die aktiv Chlorophyll haben und Photosynthese betreiben, sind grün. Dadurch wird der grüne Wellenlängenbereich sehr stark zurückgeworfen. Wenn dann das Chlorophyll abgebaut wird, die Blätter braun werden, verlieren wir dieses Zurückwerfen des grünen Wellenlängenbereichs, deswegen die Blätter dann rot oder braun werden. Das ist jetzt, was wir Menschen sehen können. Satelliten können aber auch in Wellenlängenbereichen sehen, die wir Menschen nicht sehen können, wo unser Auge nicht sensitiv ist. Satelliten können auch im sogenannten Nahinfrarotbereich sehen. Und was Vegetation an sich hat, ist, dass sie sehr stark im nahen Infrarotbereich reflektiert. Und damit können wir selbst aus dem All, aus 800 Kilometer Höhe, nachvollziehen, ob es sich um grüne Vegetation oder braune Vegetation handelt und wenn Bäume dann absterben, wie sie von grün zu braun übergehen. Die Sicht, die wir aus dem All haben vom Satelliten, ist natürlich sehr grob. Das heißt, wir müssen auch verstehen, was wirklich auf dem Boden passiert, weswegen wir diese Satellitenperspektive zusammenbringen mit einer Bodenperspektive. Wir gehen also auch aktiv in den Wald und nutzen Fernerkundungsmethoden im Wald. Und da insbesondere sogenanntes Laserscanning, im Prinzip nichts anderes als ein großer Laserpointer, mit dem wir Laserpunkte auf Bäume schießen. Dadurch, dass Licht sich mit einer konstanten Geschwindigkeit ausbreitet und wir die Laufzeit messen können, können wir dann die Distanz messen. Und daraus können wir sehr detaillierte 3D-Modelle des Waldes erstellen, die wir dann koppeln können mit den Satellitendaten, um wirklich zu verstehen, was sich im Wald wirklich ändert, wie sich die Biomasse ändert, wie sich die Struktur ändert und wie sich auch die Artenzusammensetzung ändert. Das heißt, es ist wirklich dieses komplementäre Zusammenspiel aus dieser Fernsicht vom Satelliten und diese sehr genaue Sicht, die wir am Boden machen können, die wir dann zusammenbringen und die auch dann die Stärke unserer Forschung ausmacht. Wälder sind das größte terrestrische Ökosystem, das wir haben in Europa und auch global. Und Wälder sind sehr wichtig für unser aller Leben. Wälder speichern Kohlenstoff, Wälder liefern uns einen wichtigen Rohstoff, Holz, und Wälder filtern auch Wasser und die Luft. Das heißt, wir haben eigentlich ein großes Interesse daran, unsere Wälder auch für die zukünftigen Generationen fit zu halten und gesund zu halten. Wälder sind auch sehr dynamisch, das heißt, in Wäldern treten Störungen natürlicherweise auf. Also Feuer, Borkenkäfer, Windwurf sind eigentlich ganz natürliche Prozesse, die wir in unseren Wäldern haben. Im Klimawandel wissen wir aber, dass Störungen zunehmen können, dadurch, dass wir zunehmend Klimaextreme haben. Wir haben mehr Dürreperioden, wir haben mehr Hitzeperioden, wir haben aber auch mehr Starkniederschlagsereignisse, mehr Sturmereignisse. Und viele dieser Störungen, die wir im Wald beobachten, also Borkenkäfer, Feuer, Windwurf, sind sehr sensibel gegenüber diesen Klimaextremen. Und wir können in unseren Daten tatsächlich beobachten, dass solche natürlichen Störungen im Klimawandel zunehmen. Und das kann dann den Wald aus seinem Gleichgewicht rausbringen. Und das probieren wir in unserer Forschung zu verstehen, also wie Störungen im Klimawandel sich ändern und wie das dann schlussendlich das Ökosystem Wald beeinflusst. Daher liefern wir Ergebnisse auf europäischer Ebene, die genutzt werden können, um das Management von Wäldern zu verbessern, hin zu resistenteren und resilienteren Wäldern, die dann auch fit sind für eine Zukunft im Klimawandel.